Moin, ja pünktlich auf die Minute. Ich habe gerade noch ein paar kleine Änderungen an meinem heutigen Skript gemacht. Heute teile ich ja mit dir, wie ich meine Inhalte aufbaue, damit die Videos für dich kurzweilig und interessant bleiben. Geh gleich los. Ja, mittlerweile weißt du ja, dass ich etwa seit einem Dreivierteljahr auf YouTube hier meine Nische suche und glaube, sie jetzt auch gefunden zu haben. Na, anstatt dir zu erklären, wie irgendwelche Dinge funktionieren, probiere ich sie einfach aus und lass dich dabei über die Schulter schauen. Mein Thema ist die Produktion von YouTube-Videos und kleinen Kurzfilmen. Ja, das habe ich alles selber nicht gelernt, das bringe ich mir aktuell gerade bei. Das heißt, es könnte tatsächlich interessant werden und vielleicht sogar lustig. Lass uns gemeinsam Erfahrungen sammeln. Das heute ist das zweite Video aus so einer kleinen Mini-Reihe rund um meinen aktuellen Arbeitsablauf zur Produktion von so einem YouTube-Video. Letzte Woche hatte ich dir ja schon ein bisschen erzählt, wie ich versuche, mich zu strukturieren, um auch wirklich ein Video pro Woche neben meinem Hauptjob überhaupt hinzubekommen. Heute soll es um die Vorbereitung gehen und damit meine ich um den Inhalt. Ich habe mir neulich mal alte Videos von mir angeschaut zum Thema YouTube und keine Spannung und einfach nur Fakten runtergerattert, die ich selber irgendwo aufgeschnappt habe. Kein Wunder, dass mich da ein Freund mal als Erklärbär bezeichnet hat. Na, das waren weder richtige Tutorials noch spannende Erfahrungsberichte, also weder Fisch noch Fleisch. Das wollte ich dir so auf gar keinen Fall weiter antun. Ich meine, selbst ich brauche einen guten Tag, um mir diese Videos jetzt noch bis zum Ende anzuschauen. Das sollte sich unbedingt ändern. Also habe ich es mir erstmal einfach gemacht. Kennst du die einfachste Struktur einer Geschichte? Warte. Anfang, Mitte, Ende. Okay, ich gebe zu, das ist ein bisschen arg einfach. Aber lass mich diese drei Teile einfach nur mal umbenennen. Situation, Konflikt, Lösung. No? Irgendetwas ist, das kann so nicht bleiben. Wir finden eine Lösung dafür. Nehmen wir mal das heutige Thema als Beispiel. Ich mache Videos, ist die Situation. Die finde ich nicht mehr wirklich gut. Das ist mein Konflikt. Ich ändere meine Herangehensweise. Das ist meine Lösung. Das ist auf jeden Fall schon mal besser als meine alten Videos. Aber ich finde es noch ein bisschen flach, oder wie siehst du das? Also ich meine, der Knochen ist da, aber irgendwie fehlt da noch Fleisch. Und da bin ich auf eine verrückte Idee gekommen. Ich meine, eigentlich möchte ich dir hier Geschichten erzählen, anstatt Tutorials für dich zu machen. Das können andere sowieso viel besser. Ich bin ja eher so ausprobieren, Fehler machen und daraus lernen. Das ist ja das, was wir hier zusammen auch machen. Wenn ich dir also eine Geschichte erzählen möchte, dann müsste ich dafür doch die Techniken aus dem Storytelling nutzen können, oder nicht? Ich meine den Story Circle. Da habe ich früher schon mal ein Video drüber gemacht, im Zusammenhang mit meinem großen Kurzfilmprojekt. Aber lass mich dir hier nochmal erklären, was der Story Circle ist und wie der genau funktioniert. Und bitte verzeih mir die englischen Begriffe, aber auf die Art und Weise habe ich es gelernt und ich bin irgendwie zu alt, um mich da noch umzugewöhnen. Hier. Los geht's mit You. Um wen geht es eigentlich? Wer ist unsere Hauptfigur? Zu wem bauen wir eine Beziehung auf? Weiter geht's dann mit Need. Welches Bedürfnis hat unsere Hauptfigur? Fehlt ihr irgendetwas? Hat sie Ziele oder Träume? Bei Go kommt dann alles ins Rollen. Hier geht es darum, was unsere Hauptfigur überhaupt motiviert, sich auf die Geschichte einzulassen. Search. Die Suche beginnt. Unsere Hauptfigur versucht, ihre Bedürfnisse zu stillen, ihre Ziele zu erreichen, ihre Träume zu verwirklichen. Das gelingt ihr dann bei Find. Unsere Hauptfigur findet etwas, das sie weiterbringen kann. Und sie nimmt es sich bei Take.
Doch nichts kommt ohne einen Preis. Jede Entscheidung hat Konsequenzen und das findet unsere Hauptfigur hier heraus. Bei Return kehrt unsere Hauptfigur in ihre ursprüngliche Situation zurück, jetzt allerdings mit allen Erfahrungen aus den vorherigen Abschnitten. Und diese Erfahrungen haben diese Situation und auch unsere Hauptfigur verändert. Es endet also mit Change. Das ist doch spannend, oder findest du nicht? Aber ist das nicht doch ein bisschen viel für so einen einfachen Erfahrungsbericht rund um Videoproduktion? Ich meine, das klingt ja eher wie so eine Abenteuerreise. Das habe ich am Anfang auch gedacht, aber ich habe es dann einfach ausprobiert. Ich habe mir also eine Vorlage erstellt, wo erstmal nur Überschriften drin sind für jeden dieser 8 Abschnitte. Und bevor ich ein Video anfange, trage ich da mal 1, 2 Sätze für jeden Abschnitt ein. Und das funktioniert bisher tatsächlich prima. Ich hoffe, dass ich mit dieser Outline einfach mal ein bisschen anders an doch eher fachliche Videos herangehen kann und die damit für dich auch interessanter werden. Wenn ich dir jetzt noch den letzten Schritt meiner Vorbereitung verrate, dann hältst du mich vermutlich für total bescheuert. Naja, ist ja nicht weiter schlimm, wir kennen uns ja schon ein bisschen. Ich schreibe mir nämlich tatsächlich ein Drehbuch für diese kurzen Videos. Wenn ich so alleine vor der Kamera sitze, und wir beide wissen ja, dass du jetzt nicht wirklich hier bist, während ich das aufnehme, fällt es mir nämlich unheimlich schwer, mir über den nächsten Satz Gedanken zu machen und den aktuellen Unfall frei zu sprechen. Das endet dann in vielen Versprechern oder unfassbar vielen oder furchtbar. Und ich kann mir den Inhalt so auf mindestens 2 Perspektiven aufteilen. Das heißt, ich muss nur die eine Passage, jetzt die aktuelle, hier sauber hinkriegen und kann dann zur nächsten Einstellung schneiden. Und das bewährt sich für mich tatsächlich mittlerweile richtig gut. Das ist jetzt schon das 5. Video, das ich auf diese Art mache und ich finde sie seither wirklich lebendiger. Vielleicht ist bei meinen Erfahrungen ja das ein oder andere bei, was du für dich nutzen kannst. Und ansonsten hoffe ich, dass zumindest die gemeinsame Zeit jedes Wochenende für dich kurzweilig ist. Ich meine, deswegen betreibe ich diesen ganzen Aufwand. Und die Zeit, die ich aktuell in die Vorbereitung stecke, die spare ich mittlerweile tatsächlich schon während des Schneidens. Da gehe ich übernächste Woche nochmal im Detail drauf ein, aber ich kann dir auf jeden Fall schon mal verraten, dass ich mittlerweile von früher 2 Stunden für den ersten Rohschnitt auf eine halbe Stunde runter bin. Und wenn mir irgendwann meine Outline reicht, dann wird es insgesamt sogar noch schneller. Lass mich meine Vorbereitung noch einmal kurz zusammenfassen. Wenn ich mein Thema gefunden habe, dann teile ich das erstmal grob auf die 8 Abschnitte des Story Circles auf. Dann schreibe ich mir ein kleines Drehbuch dazu mit mindestens 2 Kameraperspektiven. Darin formuliere ich dann schon alles aus, was ich dir so erzählen möchte. Dann lege ich das weg und schlafe mindestens eine Nacht drüber und schaue dann einfach nochmal drauf. Oft gibt es die letzten Änderungen tatsächlich erst am Drehtag, also so wie vorhin. Und jetzt möchte ich dir noch kurz beweisen, dass der Story Circle tatsächlich auch für diese Art von Videos funktioniert. Eigentlich sogar, dass er für dieses Video funktioniert. Pass auf! Ja, mittlerweile weißt du ja, dass ich etwa seit einem Dreivierteljahr auf YouTube hier meine Nische suche. Need? Lass uns gemeinsam Erfahrungen sammeln. Go? Ich meine, selbst ich brauche einen guten Tag, um mir diese Videos jetzt noch bis zum Ende anzuschauen. Das sollte sich unbedingt ändern. Search? Aber ich finde es noch ein bisschen flach, oder wie siehst du das? Also ich meine, der Knochen ist da, aber irgendwie fehlt da noch Fleisch. Find? Ich meine den Story Circle. Da habe ich früher schon mal ein Video drüber gemacht, im Zusammenhang mit meinem großen Kurzfilmprojekt. Take? Ich schreibe mir nämlich tatsächlich ein Drehbuch für diese kurzen Videos. Return? Das ist jetzt schon das 5. Video, das ich auf diese Art mache und ich finde sie seither wirklich lebendiger. Change? Und jetzt möchte ich dir noch kurz beweisen, dass der Story Circle tatsächlich auch für diese Art von Videos funktioniert. Haha. Ja, ich glaube, den Rückblick auf das letzte Video, den können wir heute etwas kürzer halten. Ich hätte mir vor allem die Spielerei mit dem sich verändernden Look über die Dauer des Videos sparen können. Da war ich halt einfach wieder Spielkind. Und auch bei Setup und Beleuchtung, da geht noch was. Außerdem möchte ich mal gucken, ob ich noch ein bisschen was am Ton schrauben kann. Ich fand ihn nämlich tatsächlich etwas dumpf. Aber das wird alles schon noch. Ja, nächstes Wochenende wird es dann spannend. Da lasse ich dich bei meinem Drehtag über die Schulter schauen. Ich habe noch keine Ahnung, wie ich das machen werde. Das wird also auf jeden Fall unterhaltsam. Jetzt muss ich allerdings erstmal rausfinden, ob ich dieses Video noch aufnehme oder ob ich schon darauf zurückblicke. Ja, sicher ist sicher. Also, pass auf dich auf, bleib gesund und wir sehen uns. Stuhl. Mir den nächsten Satz zu überlegen und den aktuellen Unfall frei zu sprechen. Das ändert dann so zum Beispiel.